Wenn euer Deadlock-Gameplay in-game so aussieht, völlig verpixelt, tiefe FPS, hohe Input-Delay, schlechte Grafik overall, dann müsst ihr unbedingt eure Settings anpassen. Dafür ist genau das heutige Video gedacht. Wir werden alle Grafik-Settings durchgehen bei Deadlock, aber auch Keybind-Changes oder auch Setting-Einstellungen, die ihr im NVIDIA Control Panel anpassen solltet. Ich möchte an der Stelle auch gerade nochmal anmerken, die Settings, die ich jetzt heute präsentiere, sind alles Competitive Settings, die auch von den ganzen Pros genutzt werden. Das heißt, wir achten hier nicht darauf, dass es so schön wie möglich aussieht, sondern so klar wie möglich, mit so wenig Ablenkung auf dem Screen, also so wenig Visual Clutter wie möglich. Gleichzeitig versuchen wir auch die Effekte zu reduzieren, damit wir einfach schneller Sachen besser erkennen können in dem Game und nicht unnötige Sträucher im Gesicht haben oder Light Shafts oder Blumen oder was weiß ich. Daher eben vorneweg, wir optimieren das Spiel hier auf FPS und auf Leistung und nicht auf Schönheit. Daher das erste, was wir machen, wir gehen direkt mal in die Settings rein und stellen hier bei Video jegliche Sachen um. Wir fangen oben links an hier beim Display Monitor. Es gibt zwei Variationen, die ihr hier nutzen könnt. Entweder ihr benutzt die Native Resolution von eurem Monitor oder ihr stellt eine Custom Resolution ein. Wenn ihr eine Custom Resolution einstellt, was vorteilhaft ist, dann könnt ihr hier rechts natürlich auch noch auf Fullscreen switchen. Wenn ihr einen leistungsschwachen Computer habt, ist es immer empfehlenswert, im Fullscreen zu spielen. Was man dabei aber dann beachten muss, wenn ihr dann Alt tappt zwischen dem Spiel und eurem Desktop, dann kann der Screen kurz schwarz werden. Wenn ihr im Borderless Windows spielt, dann passiert das nicht. Deswegen persönlich bevorzuge ich Borderless Window. Mein Computer ist sonst sowieso so leistungsstark, dass es kaum Unterschied macht für mich, ob ich Fullscreen oder Borderless Window spiele. Wenn ihr aber, wie gesagt, einen leistungsschwächeren Computer habt, dann definitiv hier auf Fullscreen switchen und dann später im Video bei den Windows-Settings werde ich auch noch eine kleine Anpassung ergänzen, die ihr dann noch machen könnt, damit es noch smoother läuft. Hier unten bei den Optionen bei Rendering gibt es die Auswahl zwischen DirectX 11 oder Vulkan. Vulkan ist vor allem auch für Linux Computer Support sehr gut. DirectX 11 hat für mich persönlich sehr gut funktioniert. Hier könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren. Beides geht relativ gut. Für mich persönlich hat DirectX 11 immer die besseren FPS gebracht. Dann haben wir hier unten noch Reduced Flashing Effects. Das ist sicherlich so etwas, was man anmachen sollte. Dadurch, dass wir weniger Flashing-Effekte haben, mindern wir die Anzahl an unnötigen Effekten auf dem Screen und erhalten dadurch mehr Visual Clarity in eurem Gameplay. Also definitiv hier den Haken reinmachen. Dann kommen wir zu den spannenden Sachen. Hier oben rechts, Rendering stellt ihr anstatt Basic Settings, was hier wie so ein Template ist. Wie ihr seht, verschiebt sich alles, wenn man hier diesen Regler verschiebt. Wir gehen definitiv auf Use Advanced Settings. Und jetzt gibt es zwei Optionen, die ihr machen könnt. Hier auch wieder die Unterscheidung zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Computern. Wenn ihr einen leistungsschwachen Computer habt, dann stellt ihr dieses Upscaling-Technologie, FSR ist ja die Upscaling-Technologie von AMD, meinte ich. Genau, nämlich AMD Fidelity Super Resolution. Das stellt ihr auf FSR 2, dann auf Quality und stellt hier die Sharpness auf 60%. Ich möchte gerade nochmal erwähnen, das macht ihr nur, wenn ihr wirklich einen leistungsschwachen PC habt. Das wird nicht perfekt aussehen, das wirkt so ein bisschen verschwommen. Ich persönlich bevorzuge ganz klar was anderes, und zwar Stretch und dann 100% Renderqualität. Was diese Upscaling-Technologie macht, das stretcht eigentlich einfach eure Pixel, was natürlich sehr wenig Leistung braucht und sieht von der Qualität her für mich persönlich angenehmer aus, muss ich sagen. Anti-Aliasing ist die Kantenglättung. Ich finde persönlich, das sieht relativ gut aus, wenn man FXAA anhat. Ist aber auch ein Punkt, der relativ wenig Impact auf euer FPS hat. Könnt ihr an- oder auslassen. Ich persönlich habe es auf an. Dann diese ganzen Settings hier. Screen Space AO stellen wir off. Distance Field Shadows. Schattenrendering hat immer sehr den großen Impact auf die FPS in eurem Spiel. Deswegen stellt ihr das hier auf Low. Motion Blur habe ich auch bei extrem vielen Leuten gesehen, dadurch wirkt das Gameplay so ein bisschen verschwommen, zum Beispiel wenn ihr eine Rolle macht. Wenn ihr das auf Off macht, dann wirkt alles viel klarer. Schattenqualität wieder auf Low, Vorqualität genau das gleiche auf Low. All diese Settings werden den größten Impact auf eure FPS in-game haben. Dann haben wir die Texturqualität. Die Texturqualität würde ich persönlich anraten, auf Medium oder High zu stellen. Dadurch wirkt es etwas schöner, das Gameplay, gerade bei eurem eigenen Charakter. Hat relativ schwachen Impact auf eure FPS, aber sieht einfach etwas besser aus. Dann hier unten Post-Process Bloom, das macht um jede Lichtquelle so einen kleinen Schimmer drum, würde ich persönlich ausmachen. Effects Bloom genau das gleiche, einfach bei Effekten. Area Lights könnt ihr auch ausmachen. Depth of Field, das ist, wenn ihr zum Beispiel in die Luft hochgeht, dass alles, was in der Ferne ist, wirkt dann so verschwommen. Würde ich auch direkt ausmachen.
MBOIT ist Moment-Based Order Independent Transparency. Das macht, dass alle transparenten Sachen in dem Spiel anders gerendert werden, also schöner gerendert werden, wie zum Beispiel Wasserreflexionen oder wenn ihr durch ein Fenster durchschaut oder so. Ich persönlich würde auch hier empfehlen, das wieder auszumachen. Hier unten können wir die Maximum Frames per Second einstellen. Achtet hier drauf, dass ihr das auf die Anzahl Frames stellt, die euer Monitor auch wiedergeben kann. In meinem Fall ist es jetzt so, ich habe zum Beispiel einen 360 Hertz Monitor. Ihr seht hier, man kann gar nicht höher als 240 gehen. Was wir dann machen, wir öffnen die Konsole und drücken dazu F7. Schreiben dann rein FPS-Max und stellen dann die FPS ein, die wir gerne hätten. Und dann werdet ihr sehen, in-game springt es direkt hoch auf 360 FPS oben rechts. Wenn ihr hier drin seid, könnt ihr auch FPS-Max 0 einstellen. Das führt dazu, dass die FPS uncapped sind und so hoch gehen wie möglich. Könnte aber ein bisschen dann Input-Delay erzeugen, weil es dann immer springen kann zwischen sehr, sehr hohen FPS und sehr tiefen. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, die FPS zu cappen auf eure Bildwiederholungsrate von eurem Monitor. Ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich entweder 60 Hertz, 144 Hertz, 240 Hertz oder 360 Hertz und dementsprechend stellt ihr dann immer die FPS auf diesen Wert. So, dann kommen wir bereits zu den restlichen Settings-Einstellungen, die meines Erachtens noch sinnvoll wären anzupassen. Einerseits natürlich vom Volumen her, achtet, dass ihr ein Game Sound Volume am höchsten habt. Musik und so weiteres empfinde ich persönlich einfach nur als störend, das könnt ihr weglassen. Game Sound ist dementsprechend wichtig, damit ihr auch die Schritte hören könnt oder eben auch, wenn jemand einen Melee Charge, also diesen aufgeladenen Schlag hier macht, das könnt ihr auch sehr gut hören in-game. Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr das Volumen wirklich relativ hoch habt. Falls jemand einen Charge von diesem Melee-Schlag hinter der Wand macht, dass ihr dann rechtzeitig parryen könnt. Also meine Empfehlung hier, so hoch wie es geht. Dann bei den Keybinds, hier gibt es ein paar wichtige Sachen, die ihr anpassen solltet. Einerseits natürlich bei dem Item Keybinds würde ich empfehlen, das auf Instant Cast oder Quick Cast zu ändern. Wenn ihr eure Quick Cast Funktionalität auf Instant Cast habt, dann macht das ja, dass wenn ihr die Taste drückt, in meinem Fall jetzt hier bei Slowing Hex drücke ich 1, aktiviert das sofort. Was ihr dabei vielleicht auch gesehen habt, ihr seht hier so ein rotes Viereck um den Gegner. Das heißt, ich könnte jetzt, also ich wäre in der Range, diesen Slowing Hex zu verwenden. Wenn ich hier weiter nach hinten gehe, seht ihr, ist das Viereck nicht mehr da. Sobald ich in Range komme, ab hier kann ich das jetzt drücken. Wenn ihr aber in den Settings bei Keybinds das von Instant Cast auf Quick Cast geändert habt, dann werdet ihr dieses Viereck hier nicht sehen, sondern erst, wenn ihr die Taste gedrückt haltet, werdet ihr es sehen. Beim Loslassen aktiviert es dann. Das ist noch so eine kleine Zusatzinfo, einfach damit ihr das wisst. Dementsprechend habe ich das auf Instant Cast. Das gleiche übrigens auch bei den Fähigkeiten würde ich empfehlen, bei fast allen Fähigkeiten auf Instant Cast zu switchen. Es gibt manche Helden, wie zum Beispiel Lady Geist, bei dem ihr eure erste Fähigkeit zielen müsst. Hier habe ich das ausgeschalten, wie ihr seht, weil bei ihr persönlich finde ich es sehr schwierig, das mit Instant Cast zu machen und das Zielen hier ermöglicht mir hier ganz genau abzuschätzen, wo ich die Fähigkeit hinhaben möchte. Das könnt ihr dann bei den Settings, bei den Keybinds hier oben, Hero Specific Hotkeys. Hier habe ich bei ihr eingestellt Ability Default. Bei allen anderen seht ihr, habe ich es auf Instant Cast. Dann eine andere Funktionalität hier noch, Change Alternate Cast Mode. Manche von euch haben das vielleicht euch schon immer gefragt, wie das geht, dass zum Beispiel ein Talon, anstatt dass er weit hoch springt in die Luft, nur so einen kleinen Sprung macht. Und das ist dieser Alternate Cast Mode. Diesen Alternate Cast Mode, der aktiviert übrigens auch bei Self-Cast-Items. Das bedeutet, wenn ihr Half-Life seid und ihr möchtet Healing Rite auf euch selber casten, dann könnt ihr jetzt mit diesen Setting-Einstellungen, die ich euch gezeigt habe, die Taste 1 gedrückt halten, lange, und dann werdet ihr auf euch selber casten. Das ist diese Einstellung hier, Press and Hold. Könnt ihr zum Beispiel auch auf Double Tap ändern oder so, wie ihr es halt möchtet. Übrigens hier noch als kurze Zusatzinformation. Ich weiß, Keybinds sind ja immer so eine individuelle persönliche Sache und jeder hat seine eigenen Keybinds. Viele Leute kommen aber so aus MOBAs wie League of Legends oder Dota
Und da kennt man es ja so, dass man Items meistens auf den Keybinds 1, 2, 3, 4 hat und die Fähigkeiten auf Q, W, E, R. Jetzt ist es hier in dem Spiel so, dass die Default-Einstellungen etwas anders sind. Ich habe das dementsprechend auch bei mir hier so angepasst, dass ich die Items auf 1, 2, 3, 4 habe. Was ich aber persönlich finde, was ich euch allen noch mit auf den Weg geben möchte, die Fähigkeiten auf Maustasten zu legen, bringt den riesigen Vorteil, dass ihr jederzeit die volle Kontrolle von eurem Charakter habt. Dementsprechend habe ich hier Ability 1 auf Maus 4, Ability 2 auf Maus 5 gelegt und das führt dazu, dass wenn ich WASD drücke oder mich bewege ganz normal, kann ich trotzdem immer noch die Fähigkeiten setzen. Wohingegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel W und D gedrückt halten würdet und ihr dann gleichzeitig E drücken wollt, dann kann das etwas schwierig sein. Deswegen, das ist noch so ein bisschen persönlicher Tipp von mir, den ich einfach allen mit auf den Weg geben kann. Aber es ist natürlich dann immer eine persönliche Sache, ne? Ob ihr das dann anwenden wollt oder nicht, muss jeder von euch dann selber wissen. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu Crosshair-Einstellungen. Wie manche von euch gemerkt haben, bereits habe ich natürlich ein Custom Crosshair hier drin und nicht das Standard. Das könnt ihr relativ easy mittlerweile über eine Webseite machen. Ich verlinke die auch noch unten in der Beschreibung. Und zwar könnt ihr hier diese Presets auswählen, genauso wie ihr es persönlich haben möchtet, mit der Farbe. Und wenn ihr dann etwas ausgewählt habt, das ihr persönlich gut findet für euch, könnt ihr hier rechts Copy Config machen. Dann in-game öffnet ihr die Konsole, also F7 und pastet das hier rein, aktiviert das und dann habt ihr in-game dieses Crosshair, was ihr auf der Webseite ausgewählt habt. Eine wichtige Information hier noch hinzugefügt. Manche Leute haben diese Hitmarker noch eingestellt, dass wenn ihr einen Gegner trifft, dass ihr seht, diese roten Striche neben dem Fadenkreuz oder wenn ihr auf den Körper trefft, dann sind es einfach weiße Striche. Ich persönlich empfinde das einfach als störend und habe das dementsprechend ausgeschalten. Dazu gibt es diesen Command, Citadel Crosshair Hitmarker Duration. Wenn ihr das auf 0 stellt, dann habt ihr das nicht mehr. Und für mich persönlich ist das einfach viel deutlicher und klarer und verschafft euch in-game einen Vorteil, weil ihr dann weniger Ablenkung habt von dem eigentlich wichtigen Gameplay. Das waren bereits alle Setting-Changes, die ihr in-game machen könnt. Jetzt gehen wir noch kurz wichtige zusätzliche NVIDIA-Einstellungen durch, die ihr im Control-Panel machen könnt. Wenn ihr hier euer Control-Panel offen habt, könnt ihr bei Manage 3D Settings, Program Settings, hier oben Deadlock hinzufügen. Das ist Project 8.exe. Und danach gibt es hier ein paar Einstellungen, die ihr einstellen solltet. Auf jeden Fall Low Latency Mode solltet ihr auf Ultra stellen. Das führt einfach dazu, dass ihr weniger Latenz in-game habt. Monitor-Technologie könnt ihr auf Fixed Refresh stellen. Wenn ihr einen G-Sync-enabled Monitor habt und auch G-Sync aktiviert habt und verwendet, dann solltet ihr das natürlich auf G-Sync stellen, ganz klar. Hier noch was Wichtiges, Power Management Mode, auf jeden Fall auf Prefer Maximum Performance. Führt dazu, dass euer Computer einfach ein bisschen mehr Power an dieser Applikation geben wird, also beziehungsweise an euren Komponenten geben wird, wenn ihr Deadlock spielt. Refresh Rate habe ich Application Controlled eingestellt, weil ich natürlich in-game die FPS eingestellt habe und Vertical Sync habe ich auf Use the 3D Application Setting eingestellt und das haben wir natürlich in-game bei unseren Settings, bei Video haben wir hier VSync ausgemacht. Ganz wichtig, VSync immer disabled lassen. VSync führt dazu, dass ihr zusätzlichen Input-Delay habt. Das wollt ihr niemals in irgendeinem kompetitiven Multispieler aktiviert haben. Manche andere Leute passen auch noch gerne ihre Farbe an in dem Spiel. Wenn ihr dann hier oben euren Monitor auswählt, dann könnt ihr hier von der Digital Vibrance, die defaultmäßig bei 50 ist, könnt ihr hier noch etwas hochgehen. Für manche Leute erscheint das dann ein bisschen klarer und man kann Sachen besser von dem Hintergrund unterscheiden. Für mich persönlich würde ich empfehlen, nicht hier zu hoch zu gehen. Ich habe es jetzt auf 55. Ihr könnt auch auf 60 hoch. Viel höher als 60 oder 65 würde ich aber nicht gehen. Dann gibt es noch in den lokalen Files etwas, was ihr anpassen könnt. Und zwar, wenn ihr hier auf Steam, auf euer Game drauf geht, Manage Browse Local Files, dann geht ihr in Game, Bin, Win46 und dann hier unten Project 8.exe. Wenn ihr in-game Fullscreen aktiviert habt, was ich vorhin einmal am Anfang vom Video erzählt hatte, könnt ihr hier, wenn ihr einen leistungsschwachen Computer habt, noch ein paar Verbesserungen machen. Und zwar geht ihr in Properties und stellt bei Kompatibilität Disable Fullscreen Optimizations ein. Das kann nämlich oftmals zu Problemen führen und viele Leute in der Vergangenheit bei allen möglichen Spielen haben so die Erfahrung gemacht, dass wenn man diesen Haken hier reinsetzt, dass man dann ein bisschen mehr FPS noch rausbekommt und dann geht man zusätzlich noch in Change High DPI Settings und stellt hier Override High DPI Scaling Behavior und Application ein. Wenn ihr das beides abspeichert, dann solltet ihr in-game noch mehr Performance rausholen können, als ihr es bisher schon getan habt. Da ich persönlich aber wie gesagt Fullscreen nicht benutze, weil ich gerne alt-tabbe und nicht lang warten möchte, habe ich das für mich persönlich nicht aktiviert. So, das wären bereits alle Optimierungen, die ihr machen könnt und alle wichtigen
wichtigen Einstellungen, auf die ihr achten solltet in Deadlock. Für mich persönlich finde ich, diese kompetitiven Low-Settings-Einstellungen haben wirklich einen signifikanten Impact auf mein Gameplay und haben dazu geführt, dass ich wirklich sehr deutlich alles sehr schnell immer erkennen kann. Also ich persönlich bin ein großer Fan davon. Falls ihr weitere Optimierungen noch brauchen solltet oder so, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!